Fast alle Anfänger scheitern in den ersten 12 Monaten aufgrund immer der gleichen Fehler. Und es ist tatsächlich frustrierend mit anzusehen, dass aufgrund dessen viele die Chance von DeFi und Krypto vollständig außer Acht lassen. Heute sensibilisieren wir euch auf genau diese Fettnäpfchen und zeigen euch am Ende dieses Videos, wie ihr erst gar nicht in diese hineintretet. Also dranbleiben und bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Der Einstieg in das Kryptoversum ist kein Spaziergang, das hat der ein oder andere in der Zwischenzeit auch schon festgestellt. Es gibt einige Hürden und Fallen, die euch davon abhalten, wirklichen Nutzen aus diesem neuen Feld zu ziehen. Denn Kryptowährungen und die Mechanismen dahinter haben tatsächlich das Potenzial, euer Leben vollständig zu verändern. Warum? Weil es eine sehr neue Assetklasse ist, die mit brutaler Volatilität aufwartet und wir Volatilität brauchen, um Renditen zu erzielen. Und damit wir auch genau in diesen Genuss dieser Möglichkeiten kommen, gehen wir nun die 5 größten Fehler durch, damit ihr wisst, was ihr besser nicht tut, wenn ihr mit digitalen Assets beginnt zu hantieren. Kommen wir zum ersten großen Fehler, den ihr macht. Ihr macht euch von zentralen Börsen abhängig, weil ihr denkt, dass ihr dort gut aufgehoben seid. Und ja, ich weiß, dass diese bunten und komfortablen Benutzeroberflächen Kindern sehr gut gefallen und diese auch sehr gut unterhalten. Denn wenn es einfach ist, dann macht man es natürlich auch gerne. Doch merkt euch, so funktioniert das Spiel des Lebens einfach nicht. Wenn ihr eine CEX nutzt, also eine Central Exchange, negiert ihr den Ethos von Krypto. Warum? Relativ einfach erklärt, weil Krypto für Selbstverantwortung steht. Und ja, ich weiß jetzt auch wieder, dass für 95% von euch dieser Begriff ein wahrliches Fremdwort ist, weil ihr nahezu jede Verantwortung in jedem Lebensbereich von euch schiebt. Der Arzt soll euch gesund machen, der Fitnesscoach soll euch einen Sixpack verschaffen, der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass er beruflich aufsteigt und so weiter und so fort. Ich sehe das jeden Tag, dass es genau so ist. Doch wenn ihr die Dinge richtig machen wollt, dann macht ihr sie besser selbst. Nochmal, wenn es richtig gemacht werden soll, macht es selbst. Macht euch daher nicht von CEXes abhängig, denn bei vielen anderen zentralen Plattformen ist es auch hier so, dass diese eure Auszahlungen genehmigen. Ihr seid also von der Willkür von irgendwelchen Menschen abhängig. Und wenn die CEX pleite geht, dann seht ihr zumindest mal für eine sehr lange Zeit eure Assets nicht mehr, wie wir in der Vergangenheit auch schon eindrucksvoll an anderen Beispielen gesehen haben. Selbstverwaltung ist also das Stichwort und A und O. Werdet eure eigene Bank. Kommen wir zum zweiten großen Fehler, den ihr immer und immer wieder begeht. Ihr nutzt Hot bzw. Software Wallets, da ihr die technischen Risiken der Blockchain immer wieder unterschätzt oder das ganze System schlicht und einfach nicht versteht. Nochmal zur Erinnerung. Ihr haltet ja eure Assets, also eure Kryptowährungen, nicht in eurer Wallet, sondern nur den Schlüssel für eure Assets. Und dieser Schlüssel, der ist sau wichtig. Wenn der nämlich abhanden kommt oder gestohlen wird, dann war es das. Dann kann euch niemand mehr helfen. Und genau deshalb gilt, wenn ihr ernsthaft in Krypto investieren wollt, legt euch eine Cold bzw. Hardware Wallet zu. Warum? Diese schützt euch zu einem weit höheren Maße vor Phishing und anderen Betrügereien als klassische Software bzw. Hot Wallets. Und die paar Euro, die heutzutage eine Hardware Wallet kostet, wir reden davon zum Teil 49 Euro, die sind es definitiv wert. Und macht das nicht später, macht das jetzt. Denn wenn ihr es später macht, dann zögert ihr es nur wieder hinaus. Und wenn ihr es später macht, dann ist die ganze Umstellung hin von eurer alten Wallet hin zu eurer neuen Cold Wallet und Hardware Wallet ziemlich umständlich. Und diese Arbeit wollt ihr euch definitiv ersparen. Kommen wir zum dritten großen Fehler, den ihr immer und immer wieder macht. Anstatt ernsthaft auf einem Desktop mit einem richtigen Bildschirm mit euren Kryptowährungen zu arbeiten, spielt ihr nur auf eurem Mobilgerät herum. Und ich sehe immer wieder, wie die meisten von euch auf dem Smartphone tatsächlich ihr Krypto-Portfolio verwalten. Und das ist tatsächlich fahrlässig. Wie wollt ihr denn gute Entscheidungen treffen, wenn ihr auf einem Bildschirm arbeitet, auf dem
gerade mal nur 10% aller Informationen, die wichtig sind, um herauszufinden, was ihr da gerade tut, überhaupt angezeigt werden. Könnt ihr das mir mal erklären? Wenn ihr mit einem Betrüger Kontakt habt zum Beispiel, sollte euch das ins Gesicht schlagen. Denn es ist häufig so, dass irgendwelche Transaktionen, gerade im DeFi-Bereich, über eure Wallet dann initiiert werden, die nicht den Mustern entsprechen, die ihr normalerweise tätigt. Das heißt, auf dem Bildschirm seht ihr dann relativ schnell, dass da Abweichungen vorhanden sind. Und je größer der Bildschirm eben, desto eher merkt ihr das. Und mit einem Smartphone kann das einfach nicht wirklich funktionieren. Wie soll das funktionieren mit einem popelig kleinen Display, auf dem man fast nichts sieht? Deswegen gilt, mindestens einen Laptop verwenden. Noch besser ist es, einen großen Bildschirm zu verwenden, auf dem ihr wirklich einen Überblick habt und auf dem ihr seht, was ihr gerade tut. Vor allem dann auch, wenn ihr euch im DeFi-Bereich aufhaltet und zum Beispiel auch mit Smart Contracts interagiert und eure Web3-Wallet dafür nutzt, auch auf der Blockchain zu agieren. Kommen wir zum vierten großen Fehler. Ihr rennt dem Markt hinterher, weil ihr Angst habt, etwas zu verpassen. Oder der Nachbar hat euch mal wieder einen heißen Tipp dagelassen, den ihr unbedingt beachten müsst und in den ihr unbedingt investieren müsst. Und weil der Nachbar ja auch ein Krypto-Experte ist und nur 20% von eurem Invest als Provision bekommt, steckt ihr eure halbe Pensionsvorsorge da rein, damit die Rente dann auch später gesichert ist. Eine Frage, wieso recherchiert ihr nicht vorher erstmal ordentlich, bevor ihr euch um Kopf und Kragen zockt? Ach ja, ich habe vergessen, das macht ja Mühe. Dafür braucht man Zeit und das macht Aufwand. Und morgen lohnt es sich natürlich schon nicht mehr, in einen gewissen Token oder in einen gewissen Wert einzusteigen, weil die Preise ja schon vollkommen davon gelaufen sind. Sarkasmus Ende. Manchmal bin ich echt nah dran, den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Wie können Menschen, die sich für zumindest intelligent halten, so handeln? Und hier erkennen wir mal wieder ein weiteres Mal, Gier frisst Hirn. Stellen wir immer und immer wieder fest. Kommen wir zum fünften großen Fehler, den ihr immer und immer wieder begeht. Ohne Plan wird einfach nach Lust und Laune investiert und dann natürlich auch schlussendlich verloren. Manche werfen eine Münze, manche Hühnerknochen, manche fragen die Sterne. Das ist zumindest ein Eindruck, den man bekommt, wenn man sich mit Retail-Anlegern über das Thema Investment und Kryptowährungen unterhält. Und wir möchten euch nochmal daran erinnern, dass bei den Investments wie immer zählt, wenn du es nicht verstehst, dann lass die Finger weg. Warren Buffett ist dafür ein sehr großes Vorbild, was das Thema angeht. Er investiert nur in Dinge, die er auch wirklich vollkommen versteht. Und das ist mitunter mit Sicherheit auch ein Grund, dass er einer der besten und erfolgreichsten Langzeitinvestoren der Welt ist. Wenn wir uns zum Beispiel mal Bitcoin angucken, das kann jeder verstehen, der sich zumindest mal ein paar Stunden die Arbeit macht, da mal reinzuspringen. Das ist nicht so kompliziert. Ja? Es gibt ein paar Sachen, die ein bisschen schwieriger am Anfang zu verstehen sind, aber jeder, der sich die Mühe macht und der wirklich das verstehen will, der wird es auch verstehen. Wenn es aber an gewisse Altcoins oder alternative Investments geht, sind wir jetzt mal ein bisschen weg vom Thema Krypto, von denen, sagen wir mal, 80% schon nur Marketing sind, wo gar keine richtige Substanz dahinter steht, dann wird es zum Teil schon echt knifflig herauszufinden, ob man da investieren soll oder nicht. Und das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr knifflig, weil da steige schon ich manchmal aus und steige da überhaupt nicht durch. Und ich mache das wirklich jeden Tag. Wie wollt ihr das denn dann überhaupt kapieren? Wie wollt ihr da durchsteigen, wenn ihr das vielleicht nur einmal im Jahr oder einmal im Monat macht? Also, ihr kennt den Spruch, Schuster bleibt bei euren Leisten. Wenn nicht und ihr wirklich exotische Sachen ausprobieren wollt, dann arbeitet euch rein, macht euch einen Plan und analysiert, bis ihr tatsächlich Heureka rufen könnt. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Diese Fehler, die wir gerade eben aufgeführt haben, die ließen sich wirklich so einfach vermeiden, wenn ihr erst verstehen würdet, bevor ihr handelt. Und ja, ich weiß, es ist tatsächlich schwer, geduldig zu sein. Man sagt nicht umsonst, Geduld ist eine Tugend. Und erst recht in einem Markt, der sich so schnell entwickelt und der auch so dynamisch ist. Der DeFi-Bereich, der ist wirklich schnelllebig, aber auch höchst innovativ. Das ist gerade das, was ihn so spannend macht. Und alleine kommt man da in der Regel auch nur zurecht, wenn man auch eine Passion dafür hat, wie es bei uns zum Beispiel der Fall ist. Wie dem auch sei, wir hoffen, dass euch dieses Video etwas wachgerüttelt hat und euch vielleicht auch dazu veranlasst, eure Kugel etwas mehr einzusetzen, bevor ihr das nächste Mal Geld verbrennt.
Wenn ihr weitere Hilfe benötigt und vielleicht auch Wissen erlangen möchtet, wie ihr diese, aber auch noch andere Fehler möglichst frühzeitig erkennt, aber auch vermeidet, dann guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Dort warten noch ein paar mehr Infos auf euch, wie ihr die nächsten Schritte in diese Richtung gehen könnt. Ansonsten soll es das für heute auch wieder gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.